Klänge ganz neu und ungewohnt. Inspirierend für Generationen nachfolgender Musiker. Die rein elektronischen Instrumente, teils selbst gebastelt. In der BBC stellt die Düsseldorfer Band Kraftwerk ihr neuestes Werk vor. Es wird ein Hit. Der Beginn einer Weltkarriere, die Dr. Uwe Schütte an einer britischen Universität analysiert hat. Das Kulturphänomen Kraftwerk. Autobahn ist der grundlegende Paradigmenwechsel. Es ist eben auch der Einschnitt, wo Kraftwerk mit ihrem 4. Album die ersten 3 Alben verleugnen und nie wieder in irgendeiner Weise anerkennen als Teil ihres Werkes. Es ist der Beginn der deutschen Popmusik, der große Paradigmenwechsel und sozusagen das große Gewitter, in dem sich die Geburt der elektronischen Popmusik ankündigt. Nur wenige Jahre zuvor. 1970. Der erste dokumentierte Live-Auftritt von Kraftwerk in Soest am Niederrhein. Ratlose Gesichter. Ist das Musik oder kann das weg? Es sind noch nicht Kraftwerk. Es ist Kraftwerk in der Findungsphase, Kraftwerk in der Experimentalphase, Kraftwerk in einer Konfiguration, die ohnehin auch nur ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr bestanden hat. Ralf Hütter und Florian Schneider sind die Köpfe von Kraftwerk. In diesem Düsseldorfer Hinterhof arbeiten sie ab 1970 mit wechselnden anderen Musikern an ihrer Klangrevolution. Die Vision? Keine herkömmlichen Instrumente, nur noch Elektronik. Das Kling-Klang-Studio wird legendär. Fast 40 Jahre lang entstehen in diesen Räumen alle großen Kraftwerk-Alben. Ralf Hütter und Florian Schneider setzen neue Standards, ohne viele Worte drumherum. Wir können nicht so gut reden, deshalb machen wir Musik. Jahre später schickt Hütter einen Roboter vor und lässt ihn die Reporterfragen beantworten. Direkt vom Start hatten wir eine Art Konzept für eine elektronische Volksmusik. Und diese Musik ist eine Art Zukunftsmusik für das Zeitalter der Computerwelt. Sich selbst nennen sie Musikarbeiter, kaum zu unterscheiden von einer Maschine. Elektronik zum Mitsingen. Die deutschen Kraftwerker stürmen die internationalen Charts. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Ich nehme sie heute gerne mit zu mir nach Haus. Es ist Tanzmusik. Aber die 4 auf der Bühne bleiben reglos, scheinen austauschbar wie Maschinen. Das exakte Gegenteil anderer Stars, die extrovertiert ihre Gefühle rauslassen. Was Kraftwerk eben im Bereich der elektronischen Tanzmusik geschaffen haben, ist just diese Idee des Gesamtkunstwerkes, dieses Roboters, dieses strikten, konzeptuell zusammengeschraubten Gesamtpakets, das Bild, Ton, Grafik, Webseite, Interviewverhalten, Performance auf der Bühne, Projektionen, all diese Dinge umfasst und zu einem Gesamtpaket schnürt. Questa canzone si chiama Mini Calculator i Kraftwerk. Typisch deutsche Perfektion, weltweit erfolgreich. Kraftwerk können Englisch, Französisch, Japanisch oder eben Italienisch. Sono l'operatore del mini calcolatore. Das größte Lob aber bleibt die Nachahmung. In den 80ern. Kraftwerk-Klon Gary Newman. Ohne Kraftwerk kein Techno.
Elektropop wird Standard. Sie alle berufen sich auf Kraftwerk. David Bowie singt eine Hommage auf Bandgründer Florian Schneider. International hagelt es Anerkennungen für die Musikpioniere aus Düsseldorf. Sie sind bisher die einzigen Deutschen in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Einen Grammy fürs Lebenswerk bekommt Ralf Hütter. Im Ausland sind sie der Inbegriff deutscher Popmusik und man begreift nicht, dass jeder Deutsche, der nach Kraftwerk gefragt hat, sofort begeistert mit einstimmt. Futuristische Musik wie von einem anderen Stern. 2018 passenderweise mit Begleitung aus dem Weltraum. Guten Abend, Kraftwerk. Ein Duett mit Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation. Kraftwerk bleiben einen Tick voraus.